Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein Plotter-Projekt für euch und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Plotter ganz coole Schlüsselanhänger aus Acryl beplotten könnt und mehr dazu zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind Schlüsselanhänger aus, ich habe solche Acrylanhänger, was ich in 3 Teilen geliefert bekommen habe, oder 4, nee 3. Das ist dieser Teil, der Anhänger und dann die Acrylplatte selber, die auch ein Loch drin hat, damit man das da durchmachen kann. Und das habe ich dann als Vorlage genommen und dann im Cricut Design Space mit verschiedenen Monogrammschriften und auch anderen Schriften, die dann designt und die dann aufgebracht. Und wie ihr sowas machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was wir für dieses Projekt brauchen, sind einige Sachen. Ich fange mal mit dem wichtigsten an. Ich habe hier solche Acrylanhänger. Das seht ihr jetzt super, ne? Jetzt nehmen wir da kurz hier. Ne? Das sind solche Anhänger, und zwar kommen die in Einzelteilen mit einem entsprechenden Anhänger dazu. Die sehen milchig aus, weil da eine Schutzfolie auf beiden Seiten drauf ist, damit da keine Kratzer drauf kommen. Dann, um das Ganze anzubringen, habe ich eine kleine Zange. Dann, ich werde das Ganze mit dem Cricut Maker schneiden, werde aber ein Beispiel auch noch kurz mit der Cricut Joy machen, weil ich da auch immer wieder Fragen bekomme, kann ich solche kleinen filigranen Teile auch mit der Cricut Joy schneiden. Das gucken wir uns an, aber per se könnt ihr das mit dem Plotter machen, den ihr halt eben habt. Verwenden werde ich die Standard Grip Matte und dann habe ich verschiedene Vinylfolien. Und auch hier immer wieder die Frage, wie sehe ich, was eine Vinylfolie ist und was eine Flexfolie ist. Eine Flexfolie, die hat hier meistens eine weiße Schicht und eine glänzige Schicht. Die glänzige Schicht ist auch da, wo ihr die Farbe seht, die ihr am Schluss habt. Und darauf liegt eine Schutzfolie drauf. Ich kann es jetzt gerade so nicht ablösen, aber man könnte das hier ablösen und dann würdet ihr sehen, dass hier oben drauf eine durchsichtige Schutzfolie drauf liegt, die auch klebt. Die Folie selber klebt nicht, weil die erst mit der Hitze, wo man das aufbringt, klebt die dann am Textil fest. Das ist eine Flexfolie, man nennt das auch Textilfolie oder der Begriff HTV, also Heat Transfer Vinyl. Das sind alles solche Begriffe für die wird für Textilien verwendet. Das heißt, die wird mit Hitze übertragen. Mit was wir arbeiten heute ist Vinylfolie. Und die Vinylfolie hat meistens hinten so ein Karo-Muster drauf und ist auch robuster. Und wenn ihr die in einer Ecke ablöst, dann habt ihr, die Farbe ist oben drauf, die ihr schlussendlich habt, die klebt hinten und die Transferfolie, oder die Schutzfolie, die hinten drauf ist, die klebt nicht. Ne? So könnt ihr das so ein bisschen voneinander unterscheiden. Und eben die hier wird nicht mit Hitze übertragen, sondern die klebt halt einfach durch die Klebeschicht, die es hinten drauf hat. Zum Übertragen braucht ihr da immer irgendein Übertragungsmedium. Ich werde heute das Transfertape von Cricut verwenden, weil das wunderbar ist, dass man da auch durchgucken kann. Und von den Folien her, ich habe eine matte schwarze, ich habe eine weiße, ich habe eine Gold, eine lila und von dem Paket hier, weil ich selber gerade keine rosa habe, nehme ich von der Cricut Permanent Vinyl, nehme ich hier dieses rosa. Dann eben zum Übertragen brauchen wir einmal das Entgitterungstool. Ich habe es auch endlich geschafft, so eine kleine Hilfe mir zu beschaffen, dass man, das klebt unten am Tisch und dann kann man da wunderbar das Vinyl abstreifen. Das seht ihr dann nachher. Das ist super. Dann eben das Transfertape und ein Rakel. Dann brauchen wir sicher auch eine Schere unterwegs.
Was ich noch habe, ich habe hier so einen Wasserspritzer. Das seht ihr dann nachher auch. Ich nehme das zu Hilfe, um das Ganze auf das Acryl drauf zu bringen, damit ich da noch so ein bisschen verschieben kann. Aber das Ganze seht ihr nachher. Dann habe ich noch was zum Abmessen. Das allererstes, das Wichtigste, bevor wir überhaupt auf den Cricut Design Space gehen, müsst ihr euer Element abmessen. Was ich mache, ich habe mir geguckt, wo habe ich die breiteste Stelle und habe mir den Durchmesser angeguckt. Das sind 5 cm bei meinem. Dann muss ich wissen, wie groß dieses kleine Loch hier oben ist. Das sind bei mir, sicherheitshalber, nehmen wir da 0,4 cm. Und dann muss ich wissen, wie viel der Abstand von oben, also vom äußeren Kreis zu diesem inneren kleinen Kreis ist. Und das sind bei mir 0,2 cm. Von dem her, das sind die Maße, die ich brauche, um dann meine Designs entsprechend im Cricut Design Space zu machen. Und genau damit fangen wir jetzt an. So, ich habe im Cricut Design Space schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, wir haben vorhin die Maße abgemessen. Wenn wir das angucken, ich habe einen Kreis, der hat die Größe von 5 cm, so wie ich das vorhin abgemessen habe. Und das habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich über die Form einen Kreis eingefügt habe. Dann habe ich einen zweiten Kreis eingefügt, der, wie vorhin abgemessen, die 0,4 cm Durchmesser hat. Und dann habe ich hier noch einen Balken gemacht. Das ist einfach ein Quadrat, wo ich dann hier oben gesagt habe, das Verhältnis aufheben, also das Schloss quasi aufgemacht. Und so kann ich dann auch einstellen, wie hoch der sein muss, nämlich die 0,2 cm. Dann habe ich den Kreis genommen plus den Balken, drücke einfach meine Tastatur, die Shift-Taste und klicke beides an. Dann habe ich hier gesagt, ausrichten oben. Und so ist dieser Balken ganz oben am Ende des Kreises. Und dann habe ich den kleinen Kreis genommen und den ganz einfach wirklich ganz nah an diesen Balken gelegt. Dann brauche ich den Balken schon wieder nicht mehr. Und die beiden Elemente kann ich dann auch noch horizontal zentrieren. Und das habe ich dann gruppiert. Und das ist quasi meine Vorlage jetzt für alle Designs. Von den Designs her habe ich ein paar verschiedene Sachen gemacht. Und da ihr mich auch immer wieder nach den Schriften fragt, dachte ich, ich zeige euch das gleich am Anfang. Ich habe hier aus dem Cricut Design Space, das heißt, es sind 2 Cricut-Schriften. Eines ist Friday, das ist hier zum Beispiel, wie das Wort Simone geschrieben ist. Dann habe ich eine Cricut Alphabet Schrift und die habe ich hier vorne verwendet für das Tina. Dann habe ich von Dafont 3 Schriftarten. Eine heißt Monogram Weg. Dann heißt eine Monograms und eine heißt Monogram KKSC. Und die findet ihr, wenn ihr hier in Dafont reingeht, das ist www.dafont.com und da Monograms oder Monogramm eingibt, dann habt ihr hier Schriften und da seht ihr jeweils auch, zum Beispiel Free for Personal Use, das sind die meisten. Und so könnt ihr die dann downloaden. Dann könnt ihr hier auf in Ordner anzeigen anklicken, dann doppelklicken. Und dann habt ihr hier eine Datei, TrueType Schriftdatei. Die könnt ihr doppelklicken. Das habe ich schon gemacht, deshalb reklamiert der mir. Und wenn ihr da dann drauf geklickt habt, erscheint dieses Fenster und ich habe schon installiert, deshalb ist bei mir der ausgegraut, aber hier könnt ihr dann auf Installieren klicken und dann installiert es euch die Schrift in eure Fonts rein. Somit habt ihr die dann auf dem PC zur Verfügung. Wenn ihr schon im Cricut Design Space drin seid, manchmal muss man da den wieder schließen und nochmal öffnen, damit ihr auf die Schriften Zugriff habt. Das heißt, diese Schriften sind aus Dafont und da habe ich zum Beispiel das T hier hinten dran, das ist das Lila oder das weiße K, das M hier
Das ist die erste Schriftart dieses Monogramms. Dann habe ich hier eins, dieses TRB. Das ist diese zweite Schrift Monogramms. Und dann das mit den Schnörkeln ist dieses TRB hier. Dann habe ich eine Schrift von Fontscrill. Und zwar ist es die April Fatface. Die habe ich runtergeladen und installiert. Und dann habe ich noch eine, die ich aber von den Adobe Fonts habe. Von dem hier, wenn ihr Adobe habt, habt ihr auf sowas Zugriff. Die heißt Suave Script Pro. Das ist die hier. Das sind die Schriften, die ich verwendet habe. Dann habe ich noch weitere Elemente verwendet, und zwar hier hinten dieser Farbstreifen, hier dieses Muster, hier habe ich noch einen Kreis eingefügt, hier einen Farbtupfer und die Sprüche. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ich die einzelnen Sachen gemacht habe. Nehmen wir mal den ersten. Da habe ich ein T eingefügt. Das war dieses Monogramm weg. Und hier ein kleiner Hinweis. Ihr seht, das hat jetzt hier schöne 3 Punkte. Wenn ihr das als Großbuchstaben eingebt, dann verliert es diese Punkte und hat mehr hier so wie quasi ein Blatt. Ich wollte aber das mit den 3 Punkten und das bei allen Buchstaben so, also habe ich den kleinen T eingegeben mit diesen 3 Punkten. So habe ich das hier gemacht und auch das K hier und das M hier. Die habe ich einfach alle so erstellt und dann in der Größe entsprechend angepasst, dass es da reinpasst. Dann habe ich einen weiteren Text eingefügt. Und ich passe jeweils auch die Farben gleich an. Das heißt hier, ne, das habe ich einfach hier oben violett gemacht. Ihr seht, ich habe schwarz-grau sind die Kreise, die blenden wir nachher aus. Das spielt keine Rolle. Weiß, lila. Dieses gelbliche für das Gold und das Rosa. Das sind die ganzen Schriften, mit denen oder die ganzen Farben, mit denen ich arbeiten werde. Beim zweiten, das Spezielle hier dran, der T ist ganz einfach dieses April Fatface, was ich verwendet habe. Und die andere Schrift. Und wenn ihr euch solche Schriften jeweils anguckt, die sind quasi immer zu weit auseinander. Deshalb müsst ihr die zerlegen und dann die quasi wie manuell so platzieren, wie das für euch dann stimmt. Und dann am Schluss markiert ihr wieder alles und könnt das verschweißen. Und dann ist das wieder ein Wort, was ihr dann entsprechend platzieren könnt. Und den Kreis habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich 2 Kreise erstellt habe. Das waren 5 cm. Dann dupliziere ich den kurz und mache den ganz einfach. Respektive der untere, sagen wir 4,8 cm. Und hier machen wir 4,5 cm. Dann markiere ich beide und richte die schön zentriert aus. Dann könnt ihr gucken, reicht euch diese Linie oder ist die noch zu klein? Die ist mir noch ein bisschen zu klein. Ich gehe auf 4,3. Nochmal zentrieren. So. Dann markiere ich beide und gehe hier unten auf Beschneiden. Und dann kann ich den inneren Kreis ganz einfach löschen und habe nur noch diesen äußeren Kreis, mit dem ich dann gearbeitet habe. Hier beim K, die Schrift hatten wir schon, das ist die gleiche wie das T hier vorne, aber hier hinten haben wir noch ein Bild. Und da bin ich auf Bilder gegangen und habe gesagt, nehmen wir mal Paint. Ist die hier ziemlich
runterscrollen und da seht ihr jetzt auch die Farbkleckser, die ich vorhin gezeigt habe. Da müssen wir das dann auch nicht mehr machen, weil ihr seht schon hier, das habe ich einfach Paint eingegeben und dann kommen diese Farbkleckser. Und ich habe hier diesen Paint Swipes verwendet. Wenn ihr draufklickt, geht es hier unten ins Thumbnail und dann könnt ihr sagen einfügen. Und ihr seht jetzt meiner ist ein bisschen höher. Und was ich gemacht habe, ich habe den ganz einfach dupliziert. Bisschen weiter oben nochmal ausgerichtet. Und dann die beiden Elemente ganz einfach verschweißt. Und so habe ich einen größeren Swipe als das Original. Und den habe ich dann ganz einfach auch in den Hintergrund gelegt. Diese Schriftart ist auch wieder ein bisschen speziell. Und zwar war das dieses Monogrammos. Und wenn ihr euch das anguckt, das sind jetzt alles T. Also ich habe 3 T. Jetzt mache ich kurz, dupliziere ich das zweimal, weil ich will ein TRB. Dann gehe ich auf das zweite drauf und sage, das ist ein R. Und beim dritten sage ich, das ist ein B. Und dann gucke ich mir die Größe von dem Teil an. Das war 4,83. Das kopiere ich kurz mit, also ich markiere das und sage Ctrl C. Und gehe auf die Form, füge einen Kreis ein und sage bei dem Ctrl V, damit es mir die Größe genauso anpasst. Und diesen Kreis platziere ich genau auf den anderen und schiebe den quasi unter die 3. Und den dupliziere ich noch zweimal, damit ich den für die anderen beiden Elemente auch habe. Weil was wir per se machen müssen, ist das Ganze ausschneiden. Eins habe ich noch behalten, um das Ganze nachher auszurichten. So, nochmal. Diese beiden markieren und dann sagen beschneiden. Und dann kann ich hier, wenn ich das brauche ich nicht mehr, das hier sind diese 3 Ts, dann kann ich hier auf Kontur gehen und sagen, ich brauche nur den ersten T. Das heißt den nicht und den auch nicht. Dann habe ich nur noch ein T. Das können wir löschen. Warum habe ich jetzt eines dieser Basiselemente behalten? Das hilft mir einfach jetzt beim Ausrichten, weil jetzt kann ich mit dem T, ich mache das kurz ein bisschen größer, damit ihr das auch besser seht, und ich kann diesen T jetzt hier schön reinpassen, das B genauso auf der Seite und auch das R in der Mitte. Und wenn wir das jetzt löschen, das hintere Element, dann haben wir nur noch dieses TRB. Das könnt ihr dann wieder verschweißen und so habe ich das einfach dann in der Größe angepasst und hier drauf gebracht. Dann hier dieses TRB, auch eine spezielle Schrift. Das dupliziere ich jetzt zweimal und sage beim ersten, das erste ist ein T, das zweite ist ein R. Und das dritte ist ein B. Warum sind die jetzt in der Größe unterschiedlich? Ich habe hier, der R ist ein Großbuchstabe und die anderen beiden sind klein. Aber da könnt ihr in der Größe das so anpassen, wie es euch gefällt. Hier, diese Monogramme werden oftmals entweder so gemacht, dass sie sich nur berühren an den äußersten Stellen. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die, die das wirklich einfach so machen, dass es nah dran ist, aber nicht ineinander geht. Und ihr seht es, bei mir ist es ziemlich viel verschnörkelt. Das liegt ganz einfach daran,
Ich markiere die beiden kurz, weil das war bei mir ein bisschen größer. Ist nicht ganz so groß wie der R, aber trotzdem ein bisschen größer. Und ich habe es ganz einfach so gemacht, dass die Elemente wirklich ineinander gehen. Dann könnt ihr so ein bisschen gucken, wie es für euch am besten aussieht. Dann können wir irgend sowas in dem Stil machen. Und dann müsst ihr hier aber dran denken, dass ihr das auf jeden Fall verschweißt, weil sonst würde euch das vom R zum Beispiel über das T schneiden. Das wollt ihr natürlich nicht. So habe ich diese Buchstaben gemacht. Dann das C hatten wir schon, das Gloidi war das, wie ich das Tina gemacht habe, aber hier haben wir ein Hintergrundmuster. Da habe ich einerseits auch wieder einen Kreis gemacht, der die besagten 5 cm hat. Und dann bin ich über die Bilder und habe da gesagt Hintergrund oder Background. Und dann kriegt ihr ganz viele verschiedene Hintergründe, die halt einfach nicht rund sind. Und ich habe da ganz einfach einen genommen, zum Beispiel diesen hier, den dann in der Größe so ein bisschen angepasst, geguckt, dass alles von meinem, also wie es am besten aussieht, auf meinem Kreis drauf, von dem Platzieren her, etwa so. Habe dann beide markiert und gesagt beschneiden. Und dann habt ihr einerseits diesen Kreis, oder den Außenteil des Kreises, dann brauchen wir nicht mehr. Ihr habt hier dieses Gerätemuster, ihr habt dieses Muster und dieses Muster. Und ich habe das hier verwendet. Wenn ich da die Farbe ändere, seht ihr, es ist das und das dann auf den Kreis drauf gebracht. So könnt ihr auch Hintergrundmuster in Kreisform umwandeln. Und diese 3 Sprüche sind auch aus den Bildern. Und zwar habe ich hier einfach Green angegeben. Und dann kommt dann irgendwann, fängt es so an mit Sprüchen. Dann habe ich einerseits Dare to Dream. Das ist einer. Dann habe ich dieses Believe in Your Dreams. Und was ich ganz cool fand, war auch hier dieses Dream a Little Bigger. Die habe ich einfach alle 3 markiert. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber wenn ihr die markiert, könnt ihr das Bild einfügen. Und dann könnt ihr das in der Größe einfach so anpassen, dass das dann auf dem Acryltaler drauf Platz hat. So, das war jetzt eine lange Einführung, aber mir war es wichtig, dass ihr einfach seht, wie ich die generiert habe, damit ihr das auch nachmachen könnt. So, jetzt müssen wir ein bisschen was noch dran arbeiten. Die dunklen Kreise habe ich nur gebraucht, um quasi das Ganze auszurichten. Jetzt habe ich habe eine lila Folie, ich habe eine weiße Folie, eine Goldfolie und eine schwarze Folie und eine rosa Folie. Und jetzt gehe ich hin und definiere so ein bisschen, was zusammen ausgeplottet werden soll. Hier beim T werde ich den T hinten auf dem Acryl ankleben und deshalb muss ich den spiegeln. Und das Tina, das bleibt so. Dann das T und der äußere Kreis hier, die verbinde ich miteinander und spiegle die, weil das kommt beides auch hinten auf den Taler. Dann beim K und dem Farbkleckser ist es so, dass der Farbkleckser hinten auf den Taler kommt und deshalb spiegle ich das. Hier kommt beides vorne drauf und das verbinde ich auch kurz, damit es das dann als eines gleich ausplottet. Dito hier. Das Muster hinten spiegle ich und auch das C. Das kommt beides hinten. Der Rest ist okay. Dann der Farbkleckser, auch den spiegle ich, der kommt hinten. Der Rest kommt vorne. Und da kann ich das Simone und das Herz, die kann ich eigentlich auch verbinden miteinander. Dann hier das T kommt auch hinten, deshalb spiegle ich das.
Dann hier der Farbkleckser, der kommt auch hinten drauf, den spiegle ich. Kurz gucken, das hier, den Spiegel. So, jetzt habe ich alles entsprechend vorbereitet und jetzt kann ich hier auf Herstellen gehen. Und ihr seht, das unterteilt es mir in eine schwarze Matte, in eine rosa Matte, in eine gelbe Matte und in eine lila Matte und in eine weiße Matte. Kann ich weitergehen. Und dann muss ich auswählen, was ich für ein Vinyl habe. Da nehme ich ganz einfach das Vinyl. Und jetzt kann ich starten. Und zwar mit der ersten Matte. Das ist die weiße Matte. Und dann wollten wir das Ganze ja noch kurz mit der Cricut Joy auch noch testen. Und dann nehme ich ganz einfach dieses Element hier. Und alles andere werde ich ausblenden. Dann haben wir hier nur noch dieses M. Dann bei der Maschine, ne, könnt ihr die Joy auswählen, herstellen. Dann auf der Schneidematte. Dann zeigt es mir an, wo er das haben will. Sage ich weiter. Und hier sage ich auch immer Vinyl. Und dann könnt ihr auf dem PC auf Los drücken. Und wenn er fertig ist, könnt ihr sagen, auswerfen. Et voilà, das war's auch schon mit der kleinen. Ich wollte euch hier aber ganz kurz auch noch einen Tipp geben, und das gilt auch für die großen Schneidematten. Es passt nur, weil die hier im Moment gerade so ein bisschen dreckig aussieht oder dreckig ist oder viel Fussel drauf hat, sagen wir es mal so. Und da müsst ihr jetzt nicht sofort eine neue kaufen, oder ich habe euch auch gezeigt, wie ihr Schneidematten auffrischen könnt. Da macht ihr aber den kompletten Kleber runter, müsst es abkleben und dann mit 3M-Spray wieder besprühen. Aber es gibt noch eine sanftere Lösung für zwischendurch. Ihr müsst nicht immer komplett radikal die ganze Matte auffrischen, sondern ihr könnt ganz einfach hier Babytücher nehmen, einfach was ohne Alkohol ist. Und dann könnt ihr die Matte putzen. Wirklich einfach so, bis das ganze Fusselzeug weg ist. Drückt auch nicht fest drauf, sondern reibt einfach hin und her, bis sich diese Fusselteile lösen. Und das könnt ihr jetzt an der Luft ganz einfach trocknen lassen. Und die Klebekraft kommt dann wieder zurück, sobald das getrocknet ist. Also jetzt nicht mit einem Tuch drüber reiben, sondern das wirklich ganz einfach an der Luft trocknen lassen. Und so könnt ihr wunderbar eine Schneidematte auch wieder auffrischen auf die sanfte Tour. Ich habe jetzt auch schon angefangen, die Teile auszuschnippeln. Da mache ich kurz ein J drauf, damit wir wissen, das war die Cricut Joy. Ich muss zugeben, die Teile sind schon sehr filigran. Aber gucken wir mal, ob ihr das hinbekommt. So, jetzt muss ich natürlich das Ganze noch entgittern. Bei den großen Teilen mache ich das jetzt schon. So, das war das Grobe. Und bei den filigranen Teilen mache ich das jeweils ein bisschen anders. Dann nehme ich meine Cricut Transferfolie und mache die schon auf das Element dann drauf. Das allererste Element, hier wäre es ein bisschen gefriemelt, um diese Abdeckfolie wegzukriegen. Aber erstmal die erste Seite. Und da kommt von hinten dieses Element drauf. Da gebe ich ganz einfach meine Transferfolie drauf. Streiche die kurz ein bisschen fest, damit es hier haftet. Und nehme die Abdeckfolie hinten weg.
Jetzt eben der Trick mit dem Wasserspritzer. Muss nicht komplett nass sein, aber es geht einfach ein bisschen besser, das dann zu platzieren. Ich gucke einfach, dass der Kreis schön oben liegt. Und dann platziere ich das hier schön in der Mitte. Und dann kann ich das Wasser unten quasi wegschieben. Und dann müsste sich auch meine Folie lösen lassen. Wunderbar. Und dann haben wir schon das erste Element drauf. Dann müssen wir noch die andere Seite das ablösen. Und ihr seht jetzt von der Rückseite, ne? Also das ist ja quasi die Vorderseite der Folie. Das ist die Rückseite und die hat quasi eigentlich dieselbe Farbe. Deshalb funktioniert das auch. So, und hier kommt jetzt das Tina drauf in Weiß. Und da das sehr filigran ist, habe ich das eben nicht entgittert, sondern ich gehe hier zuerst mit der Transferfolie drauf, streiche das fest, löse das Papier hinten weg und jetzt nehme ich den Teil vom Vinyl, den ich nicht brauche. Und die filigranen Teile bleiben so auf dem Transfer-Tape drauf. Und wenn ihr euch das anguckt, diese Teile sind extrem filigran und mit dieser Methode kriegt ihr das einfach besser hin. Und so habt ihr wunderbar extrem viele gerade Teile auf diesen Acryltaler draufgebracht. Und ich finde diesen Effekt extrem cool, weil das T und der Kreis quasi nach hinten versetzt ist, dadurch, dass es auf der Rückseite liegt. Haben wir schon den ersten Taler. Maybe we should hurry up and seal the deal. Rare.
love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. I met a young man, searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept
walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got when you grow up. So, und zu guter Letzt komme ich noch zu den beiden, wo ich eins mit dem Maker geschnitten habe und eins mit der Cricut. Gucken wir uns das mal an. Ich nehme zuerst das mit dem Maker. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers. Ihr seht, wie super filigran diese Linien sind und es hat wirklich auch funktioniert, ne? What you've got. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every Und das ist jetzt noch das mit der Joy. and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh. Ich zeige euch das kurz. Na, hier, diese Linie, wenn ich die vom Maker schneiden lasse, ist die ein kleines bisschen breiter. Und dadurch hat die auch gehalten. Die ist, wenn ich mit dem Maker das Ganze schneide, ist die ein kleines bisschen dünner. Und gerade so viel dünner, dass es hier hinten gerissen hat. Aber man muss auch sagen, das sind wirklich extrem filigrane Teile. So, und jetzt muss ich an alle Teile noch diese Schlüsselanhänger dran machen. Das Gute ist, die sind auch schon aufgedreht und genau so sollten Ringe aufgeöffnet werden. Ne? Macht die nie so, dass ihr da einfach die so rauszieht, sondern man dreht die quasi immer voneinander weg und nicht auseinanderziehen. Das ist das Geheimnis. Da können wir das hier einfach einfädeln. Hier einfädeln. Und das Ganze auch wieder zusammenschieben. Voilà. So schnell geht das. Just feel so lucky. Oh, oh, oh. So, und so sind wir auch schon durch mit dem Ganzen. Ich zeige euch die noch mal ein bisschen näher. Das war das mit dem T hinten und Tina vorne. Hier habe ich den T und den Kreis hinten und Tina vorne. Hier hatte ich diesen Farbkleckser hinten und das K. Dummerweise hatte ich hier so ein bisschen Problem damit, dass es das nicht so ganz geschnitten hat. Dann das M mit dem Kreis. Und zwar das, was ich mit dem Cricut Maker geschnitten hatte, weil bei der Cricut Joy war hier die Linie ein bisschen zu schmal und das hat es dann quasi zerschnitten. Dann hier
mit der Goldfolie. Dann hier eins, wo ich die Goldfolie hinten drauf habe und schwarz vorne drauf. Extrem filigran, wie ihr seht, und es hat funktioniert. Dann mein kleiner Fauxpas, wo ich den C falsch aufgeklebt habe und dadurch der Schlüsselanhänger jetzt unten ist. Aber nun ja, das war das C zuerst hinten und dann das Muster und vorne dann der Schriftzug. Und dann hatte ich hier eins mit dem goldenen T im Hintergrund und Tina vorne. Dann eins, wo ich hinten den Farbkleckser in rosa drauf habe und vorne Simone mit dem Herzen. Dann habe ich eins gemacht, das ich hinten quasi weiß beklebt habe, damit es so eine Mattung gibt. Und dann vorne rosa Dare to Dream. Und dann habe ich noch zwei. Das ist eines davon, wo ich hinten den rosa Farbkleckser oder Farbstrich drauf gemacht habe. Und vorne Believe in Your Dreams. Auch super cool geworden. Und der zweite eben auch mit diesem rosa Farbstreifen, aber dann Dream a Little Bigger, Darling. Finde ich extrem cool. Das war das für die Acrylschlüsselanhänger, wie ihr die beplotten könnt. Jetzt ist es natürlich immer auch cool, wenn man da noch ein Tassel, ne, diese Leder oder teilweise auch aus Garn, diese kleinen Elemente, die man so einen Schlüsselanhänger dran machen kann. Und da werde ich euch, ich weiß jetzt noch nicht, ob es nächstes Mal ist oder dann übernächstes Mal, werde ich euch zeigen, wie ihr sowas machen könnt, damit ihr die dann hier quasi mit dran hängen könnt in der passenden Farbe. Aber für heute war's das. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwende, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Can't believe you love